Wo ist rechts, wann ist rechts und vor allem, warum ist rechts? So, zum Einstieg muss ich festhalten, dass ich eben genau dieses Thema vor einer halben Ewigkeit schon mal bearbeiten wollte. Die damalige Einleitung war tatsächlich auch schon animiert, allerdings lässt die Audioqualität zu wünschen übrig, weshalb ich die hier nicht verwende. Allerdings, überraschenderweise, habe ich tatsächlich noch das alte Skript auf einer alten Platte gefunden und nach kurzem Überfliegen für immer noch halbwegs brauchbar befunden. Ich distanziere mich übrigens von allem hier Gesagten, meinen Ansichten, den Ansichten aller anderen, von allen Kommentaren und ich distanziere mich von denen, die sich von mir distanzieren, weil ich mich nicht explizit und schnell genug distanziert habe. Wir leben ja nun mal in einer Welt, die in erster Linie von Boomern, Gen Xern und Millennials geprägt ist. Sowohl in Sachen Wahrnehmung als auch in realer, politischer und wirtschaftlicher Macht. Die Boo-Gen-Mills, wie ich sie von jetzt an der Einfachheit halber nennen werde, ziehen ihre Assoziationen mit rechts vor allem aus den 80ern und 90ern. Und das natürlich nicht ohne Grund. Die berüchtigten Glatzköpfe mit Springerstiefeln und Bomberjacke waren damals gerade im dunkelsten Teil vom zonigsten Osten ein sehr reales und spürbares Problem. Das ging so weit, dass ganze Stadtteile dafür bekannt waren, dass man sich mit langen Haaren und alternativen Klamotten dort lieber nicht blicken lässt. Für diejenigen, die womöglich zu jung sind, um die immer wiederkehrende Faszination der Medien mit sogenannten Hetzjagden zu verstehen, muss man ebenfalls auf die 90er zurückschauen. Der rassistische Neonazi-Mob, der Ausländer durch die Straßen hetzt, war zumindest damals keine reine Fiktion. Und eben dieses Bild hat sich tief und untrennbar vertaut mit dem Wort rechts im Schädel eines jeden Boo-Gen-Mills verankert. Machtpolitisch gesehen war die damalige Neonazi-Welle zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die gerade erst vereinte Republik. In ihrer mythologisierten Form wurde sie allerdings zu einem wesentlichen und identitätsstiftenden Teil der deutschen Volksseele. In dieser Funktion sogar beinahe auf einem Level mit den verlorenen 12 Jahren, weil zeitlich und gelegentlich auch körperlich sehr nahe. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber der klassische Skinhead wäre vermutlich längst ausgestorben, würde die hechelnde Journo-Meute nicht alles in ihrer Macht Stehende tun, um deren Primatenverhalten mit liebevoller Aufmerksamkeit zu belohnen. Die Konsequenzen, bei so einer altrechten Demo gesehen oder gar gefilmt zu werden, sind den Intelligenteren in dieser Sphäre schon lange klar. Und so bleiben mittlerweile bei solchen Ereignissen nur diejenigen übrig, die entweder nichts zu verlieren haben oder schlicht sind, um zu begreifen, dass der Öffi-Onkel mit dem Mikrofon sie nur deshalb angesprochen hat, weil er schon aus 500 Meter Entfernung riechen konnte, dass er hier einen saftigen Batzen an schlecht durchdachten und halb durchgekauten Theorien einsacken kann. Und im Idealfall vielleicht sogar ein bisschen animalisches Brüllen und ein bisschen Gewalttätigkeit, wenn auch nur gegen Objekte. Das ganze Phänomen war letztlich nicht viel mehr als eine extreme, destruktive, nur vage politische Jugendkultur des späten 20. Jahrhunderts. Nicht nur zeitlich, sondern auch in seinem Wesen sehr vergleichbar mit der brutaleren Seite der medial hochgehypten Satanistenwelle der 80er und frühen 90er. Mit dem Unterschied, dass letztere in den frühen 2000ern von den Medien fallen gelassen wurde, weil die offensichtliche Albernheit und Infantilität des ganzen Phänomens auch für den Normie nicht mehr übersehbar war. Während erstere mit viel Liebe und Aufmerksamkeit bedacht wurde, um ihre politische Nützlichkeit auch zukünftigen Generationen zu erhalten. Wer zumindest gelegentlich seine politische Bildung auch auf dem internationalen Marktplatz der Ideen aufsucht, dem wird vermutlich bewusst sein, dass sich das Rechts der alten Welt und das Rechts der neuen teilweise doch dramatisch unterscheiden. Daher empfiehlt es sich, gerade im Lande der Kartoffeln, sehr genau hinzuhören, wenn man eine oberflächlich als Rechte kategorisierte Person wirklich korrekt einordnen will. Ein beträchtlicher Teil der sogenannten neuen Rechten, die sich in den letzten rund 10 Jahren im Land herauskristallisiert haben, wären vermutlich besser definiert und verstanden als eine Art Republikaner im Sinne der amerikanischen Gründerväter. Sie als strikt konservativ zu bezeichnen, wäre daher eher irreführend. Konservativ impliziert ja entweder den Wunsch, das Existierende zu erhalten oder das Vergangene in irgendeiner Form wieder zu erwecken. Und diese Beschreibung wäre hier außerhalb sozialer Normen nur begrenzt anwendbar. Diejenigen, die ich jetzt einfach mal schlicht als Nationallibertäre bezeichnen werde, wollen weder das Erste Reich noch das Zweite und schon gar nicht das Dritte in irgendeiner Form wiedererrichten. Und ihre Ablehnung der EU beispielsweise geht auf die prinzipielle Ablehnung von supranationalen, mehr oder weniger imperialen und undemokratischen Machtstrukturen zurück.
Und eben nicht unbedingt auf blinden, chauvinistischen Nationalismus. Wobei ein Nationalist ist technisch gesehen fast schon per Definition ein Anti-Imperialist. Und daraus folgend eigentlich ein Gegner jeder gewaltsamen Expansion. Wobei sich das in der Praxis nicht immer so herauskristallisiert. Es sind immerhin Menschen und Menschen sind voller Widersprüche. Aber auch Nationalist sind viele eigentlich nur übergangsweise. Die Rückübertragung von Rechten und Verantwortung an die Nation ist aus ihrer Sicht nur der erste Schritt in die richtige Richtung. Im Kontext der BRD beispielsweise wäre der nächste logische Schritt die Stärkung der Bundesländer und von dort ausgehend die Stärkung von Regionen und Städten. Und letzten Endes die maximale Selbstverantwortung und vor allem Unabhängigkeit der Familie. Wohlgemerkt nicht des Individuums, sondern der Familie. Die Nation selbst bleibt als schützende Hülle erhalten und behält auch ihre Kompetenzen gerade in Bezug auf Verteidigung, Handel und Migration, erlaubt aber nach innen ein hohes Maß an Freiheit. Das aber wiederum nicht mit moralischer Beliebigkeit und Nihilismus gleichgesetzt werden sollte. Aus nationallibertärer Sicht ist es übrigens auch dringend notwendig, die korrekten Konsequenzen aus den 12 Jahren und natürlich den daran anschließenden 40 Jahren zu ziehen. Eine notwendige, eigentlich ziemlich offensichtliche Konsequenz bestünde darin, die Macht zu dezentralisieren und zu entbürokratisieren. Und darin, es dem Individuum, der Familie und darauf auch folgend natürlich den Minderheiten zu ermöglichen, sich gegen potenzielle Tyrannei des Staates zu verteidigen. Wer seinen geliebten und identitätsstiftenden Antifaschismus wirklich ernst nimmt, kann nicht gleichzeitig eine enge Zusammenarbeit von Konzernen und Staatsmacht gutheißen. Nur weil sich das Auge Saurons, zumindest für den Augenblick, nur auf den politischen Gegner richtet. Und er kann ebenso wenig eine völlige Entwaffnung der Normalbevölkerung zugunsten der Machthaber und des Staatsapparates gutheißen. Historisch gesehen startet jede Tyrannei, jedes autoritäre System mit der Entwaffnung der normalen Bürger. Fast immer mit der Begründung, dass sich gefährliche Separatisten, Rebellen, Terroristen oder Konterrevolutionäre unter jedem Bett verstecken und diese Entwaffnung selbstverständlich nur dem Schutz der zerbrechlichen und ängstlichen, schweigenden Mehrheit dient. Und wo wir gerade beim verfassungsrechtlich bedenklichen Herrn der Ringe sind, man könnte libertäre und autoritäre Weltsicht auch vereinfacht als Gandalf- und Boromir-Position beschreiben. Die Boromir-Position lautet etwa folgendermaßen: Wir müssen die Macht des einen Ringes nutzen, um unsere Ziele zu erreichen. In den falschen Händen mag der Ring gefährlich sein, aber mit so vortrefflichen und gütigen Trägern wie uns wird er zu einer Kraft für das Gute. Die Gandalf-Position lautet dagegen: Es spielt keine Rolle, wer den Ring zur Zeit trägt, selbsternannter Held oder schrecklicher Tyrann, seine bloße Existenz ist das eigentliche Problem. Jeder noch so wohlmeinende und harmlose Träger wird früher oder später durch den Ring selbst korrumpiert. Und gerade diejenigen, die sich einbilden, so grundgut und unschuldig zu sein, dass sie mit seiner Hilfe eine Utopie erschaffen könnten, sind gleichzeitig auch diejenigen, die sich besonders mühelos in den autoritären Abgrund ziehen lassen und selbst zu der Tyrannei werden, gegen die sie kürzlich noch rebelliert haben. Unsere Demokratie schützen. Ich kann kaum noch zählen, wie oft ich politisch motivierte, in bedeutungsschwangeren, mahnendem Tonfall von unsere Demokratie reden höre. Typischerweise im Kontext von wir müssen unsere Demokratie schützen oder noch üblicher, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Auch sehr beliebt, demokratische Werte verteidigen. Was genau ein demokratischer Wert sein soll, wird nie so ganz konkretisiert. Es handelt sich der Verwendung nach offenbar nur um eine mollig warme Worthülse, in der jeder nach Belieben und Gefühl jede Vorstellung für eine funktionierende Gesellschaft projizieren kann. Demokratie selbst ist eigentlich nicht viel mehr als eine Methode. Sicherlich eine, die der Tyrannei von individuellen Herrschern vorzuziehen ist, aber deshalb nicht unbedingt immer weniger tyrannisch. Demokratie beinhaltet in sich keinerlei Rechte und keinerlei Schutz des Individuums oder von Minderheiten. Demokratie schützt nicht einmal sich selbst, denn wie wir aus der Geschichte sehr gut wissen, können demokratische Systeme sich sehr wohl selbst abschaffen. Und ehrlich gesagt tun das in der Regel auch. Wie erfolgreich die Methode Demokratie ist, hängt völlig von der Weisheit und Rechtschaffenheit und Vernunft der Beteiligten oder in unserem Fall treffender des Souveräns ab. Daher ist ausgerechnet die absolutistische Monarchie ironischerweise ein ziemlich treffender Vergleich. Ist der Souverän fähig, weise und gütig, wird das Land vermutlich aufblühen. Ist er dagegen unfähig, unbarmherzig und paranoid, wird es vermutlich verfallen.
Wenn daher die Frage aufkommt, bekennt sich diese oder jene Gruppe oder diese oder jene Person zu einer demokratischen Grundordnung, sollte grundsätzlich sehr genau nachgefragt werden, was der Fragende denn darunter versteht. Stellt sich heraus, dass damit unveräußerliche Rechte, Redefreiheit und Gewaltenteilung gemeint sind, und dann lautet die Antwort hoffentlich ja. Ist dagegen die Rede von uneingeschränkter Herrschaft der Mehrheit, sollte es ein selbstbewusstes und unzweideutiges Nein sein. Und daher ist es eigentlich sehr bedauerlich, dass bei uns nie von dem Schutz unserer Republik gesprochen wird. Aber ich nehme an, der Begriff Republikaner ist einfach zu sehr transatlantisch eingefärbt. Zudem gab es hier auch mal eine Kleinstpartei, die sich Republikaner nannte, die nicht wirklich viel Republikanisches an sich hatte. Aber dennoch schadet es nicht, den Menschen, die Demokratie ein bisschen wie einem Götzen huldigen, gelegentlich daran zu erinnern, dass wir Gott sei Dank in einer Republik leben, in der zumindest theoretisch keine noch so absolute Mehrheit meine Grundrechte für nichtig erklären kann. Etwas polemisch zusammengefasst kann man letztlich sagen, Demokratie ist nur für sich genommen einfach die Tyrannei der Mehrheit über die Minderheit. Zumindest wenn wir über die tatsächliche Bedeutung und Definition des Wortes reden. Aber wie ja schon vorher erwähnt, in der Regel wird es einfach nur benutzt als ein fluffiges, kuscheliges Sinnbild für alles, was die eigene Vorstellung einer funktionierenden Gesellschaft ausmacht. Wer das Recht hat, es zu geben, der kann es auch wieder nehmen. Hier will ich mal kurz auf ein Phänomen eingehen, das, wie ich glaube, viele Menschen verwirrt, wenn sie sich ehrlich und aufrichtig mit der rechten, konservativen Perspektive auseinandersetzen. Das Phänomen, dass selbst eher libertär und atheistisch denkende Rechte einen nicht zu leugnenden und schwer zu erschütternden Respekt für antike und identitätsstiftende Großreligionen haben. Auf den ersten Blick würde es naheliegend erscheinen, diese Ansichten allein mit dem angesprochenen identitätsstiftenden Effekt zu erklären und es dabei zu belassen. Und ich würde auch nie behaupten, dass selbiger eine kleine oder gar keine Rolle spielt. An dieser Stelle möchte ich die Aufmerksamkeit allerdings auf einen anderen und selten klar formulierten Aspekt dieser Wertschätzung der altertümlichen Glaubenssysteme richten. Das Prinzip der unveräußerlichen und unantastbaren Rechte. Fragt man den Normalbürger nach dem Ursprung ihrer Grundrechte, bekommt man in der Regel vermutlich so etwas zu hören wie: Der Staat erschafft, definiert und verteilt Rechte. Eine an sich harmlos und fast schon banal klingende Aussage, allerdings mit einer ungeheuren Sprengkraft. Wie schon am Anfang dieses Abschnitts kurz und bündig zusammengefasst, wer das Recht hat, es zu geben, der kann es auch wieder nehmen. Warum selbst Agnostiker und Atheisten daher gelegentlich von gottgegebenen Rechten sprechen, sollte damit klar sein. Ersetzt Gott an dieser Stelle von mir aus mit Universum, das Allumfassende, das Spaghetti-Monster, was auch immer. Wichtig ist am Ende nur, dass grundlegende Menschenrechte über die, sagen wir mal, schmutzige und allzu menschliche Ebene von Politik und Bürokratie erhaben sind. Dass sie auf einem soliden Sockel stehen, auf dem sie, zumindest in der Theorie, kein Tyrann und keine Ideologie erreichen kann. Aus rechter Perspektive kann man es gar nicht deutlich genug betonen. Der Staat kann keine Rechte vergeben oder entziehen. Seine einzige Daseinsberechtigung besteht darin, die Rechte zu verteidigen, die jedem einzelnen Menschen bei seiner Geburt bereits mitgegeben wurden. Etwas, das offenbar auch einen beachtlichen Graben zwischen links und rechts darstellt, wäre die unterschiedliche Bewertung von positiven und negativen Rechten. Davon ausgehend, dass viele vielleicht nicht wissen, worum es geht, will ich das Ganze hier nochmal kurz zusammenfassen. Wenn man den Begriff googelt, bekommt man unter anderem diese recht solide und gut verständliche Definition. Negative Rechte sind Rechte auf Nichteinmischung bzw. Abwehrrechte. Positive Rechte sind Rechte auf bestimmte Handlungen anderer Personen. Jedem positiven Recht einer Person entspricht die Pflicht einer anderen Person, eine bestimmte Handlung auszuführen. Um es mal an einem Beispiel festzumachen, ein Mann, nennen wir ihn Bob, und sein Hausarzt treffen sich zufällig in einer Bar. Der Hausarzt ist bereits etwas angetrunken und wird zunehmend aggressiver, weil der Typ, also Bob, seine 15.000. Booster-Bratwurst noch nicht gegessen hat oder so. Bobs negatives Recht auf körperliche Unversehrtheit bedeutet für den Arzt, dass er seine Frustration nicht an Bob auslassen kann. Zumindest nicht körperlich. Er verlangt von dem Arzt lediglich eine Handlung nicht auszuführen, eine Tat nicht zu begehen. Dem Arzt wird dabei nichts von seinem Status quo genommen, abgesehen vielleicht von der Genugtuung, sich für einen Abend als Zahnarzt zu probieren. Aber selbst diese Genugtuung liegt in der Zukunft und ist daher nichts, was ihm im Jetzt genommen werden kann.
Sagen wir, Bob und der Staat entscheiden nun, dass Gesundheitsversorgung keine Ware, weil Kapitalismus böse, sondern ein Recht darstellt. Also keine freiwillige Dienstleistung, für die er eine finanzielle Entschädigung leistet, sondern ein ihm angeborenes, nicht zu hinterfragendes, positives Recht. Und dass sein Hausarzt demzufolge die Pflicht hat, augenblicklich seine Hämorrhoiden zu behandeln. Für seinen Hausarzt bedeutet das in diesem Szenario, dass er soeben seiner gesamten Entscheidungsgewalt und Souveränität beraubt wurde. Lebenszeit, Arbeitskraft und Sachkompetenz sind schlicht und ergreifend nicht länger in seinem Besitz. Weil es sich eben um ein Recht handelt, kann er für seine Dienstleistung weder einen anderen Preis verhandeln, noch kann er den Vorgang an sich ablehnen. Er ist, um es mal ganz deutlich auszudrücken, ein Sklave. Selbst wenn er für seine Dienste fürstlich entlohnt wird. Sklaverei zeichnet sich nicht unbedingt dadurch aus, dass der Versklavte nichts für seine Arbeit bekommt, sondern vor allem dadurch, dass ihm nicht die Wahl bleibt, die Arbeit abzulehnen. Daher wäre es ehrlich gesagt ganz schön, wenn die Bobs und die Karens dieser Welt etwas vorsichtiger damit wären, Dinge und Dienstleistungen einfach lapidar zu einem Recht zu erklären. Ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wessen Arbeitskraft am Ende konsumiert werden muss, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Man sollte sich grundsätzlich fragen, ist diese Sache, die ich wünsche und für richtig halte, so makellos gut und unbedingt notwendig, dass ich bereit wäre, die Lebenszeit und Lebenskraft anderer dafür zu opfern. Wenn es zu der unvermeidlichen Frage kommt, wie rechts und links überhaupt zu definieren sind, gibt es natürlich zahlreiche mögliche Antworten. Die solideren Varianten konzentrieren sich meist auf den Vergleich von Wirtschaftssystemen, freie Märkte, Planwirtschaft und so weiter, gelegentlich auch aufs Historische, zurückschauend auf das englische Parlament oder die französische Revolution, die fragwürdigeren eher auf die An- oder Abwesenheit bestimmter Gefühle. Nach dem Motto, wir sind das Mitgefühl, ihr seid der Hass. Meine persönliche Definition und Vorstellung folgt allerdings eher Jordan Peterson. Ihm zufolge gehen rechts und links im Kern auf beinahe komplett entgegengesetzte Persönlichkeitstypen zurück. Stark verallgemeinert ist die rechte Persönlichkeit eher darauf aus, klare, gut definierte Grenzen zu ziehen. Das betrifft nicht nur die Makroebene von buchstäblichen nationalen Grenzen, sondern zieht sich durch die gesamte Zivilisation, über Gemeinden und Familien bis hin zu möglichst unabhängigen Individuen. Während die linke Persönlichkeit eher Offenheit, Kooperation und Solidarität in den Fokus stellt. Auch in dem Fall natürlich wieder sehr unmittelbar ansehnlich in Bezug auf die politische Realität der geschlossenen oder in diesem Fall halt offenen Grenzen. Etwas weniger offensichtlich, aber immer noch gut erkennbar, wenn es um die Auflösung der Familie oder der Grenzen um die Familie herum und die Auflösung der Grenzen zwischen Geschlechtern geht. Es braucht keinen überragenden Intellekt, um festzustellen, dass beide Persönlichkeitstypen eine in sich geschlossene und durchaus kohärente Logik haben, aber dementsprechend natürlich auch ihre eigenen Probleme mit sich bringen. Dass es der rechten Seite ganz offensichtlich leichter fällt, die bloße Existenz der anderen Seite anzuerkennen und nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, geht natürlich auch auf diese klare Grenzziehung zurück. Solange diese andere Lebens- und Denkweise die existierenden Grenzen akzeptiert und respektiert und nicht versucht, invasiv ins eigene Leben einzudringen, haben die Rechten in der Regel, nicht immer, aber in der Regel weniger ein Problem mit der Existenz dieser anderen Lebensweisen. Sehr anschaulich lässt sich das machen an einer der konservativsten und damit auch rechtesten Gemeinschaften, die wir hier im Westen kennen. Die Amish sind dafür bekannt, jede Technologie, die über den Stand des 17. Jahrhunderts hinausgeht, abzulehnen und grundsätzlich so unabhängig zu leben, wie es die Situation in den USA zulässt. Konservativen Rechten und Libertären ist es weitgehend egal, wie die Amish leben. Im besten Fall sind sie sogar sehr angetan von deren Lebensweise, denn aus Perspektive der rechten Persönlichkeit und vor allem aus dem Respekt für klar gezogene Grenzen ist es nur folgerichtig, dass diese Gemeinschaft ihrem eigenen Weg folgt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil eine Gemeinschaft wie die Amish eben keinerlei Expansionswillen zeigt und im Grunde kein Interesse, die sie umgebende Gesellschaft zu übernehmen. Sie expandieren zwar in ihrer Zahl, langsam und stetig, aber sie halten die Grenzen zum Rest der Gesellschaft nach wie vor aufrecht. Was sich auch von gewissen anderen, sagen wir mal, orientalischeren Glaubensgemeinschaften unterscheidet. Selbige legen zwar auch einen großen Wert auf klare Abgrenzung, wollen aber entsprechend ihrer Ideologie diese Grenzen auf den gesamten Planeten und die gesamte Spezies ausweiten. Für die linke Persönlichkeit ist es aufgrund der Betonung von Offenheit und Solidarität mit allen Menschen fast unmöglich, eine derartige Isolation und Unabhängigkeit zu akzeptieren.
Jede dieser Gemeinden stellt einen verschlossenen Raum dar, den man nicht verstehen oder gar betreten kann. Und jeder geschlossene Raum ist aus linker Perspektive inhärent und potenziell gefährlich und muss daher aufgebrochen werden. Und sei es nur, um eventuelle Hierarchien zu entlarven, da aus linker Perspektive grundsätzlich jede Hierarchie eine Folge von Unterdrückung sein muss. Wobei man fairerweise sagen muss, dass natürlich auch einiges gegen die totale Isolierung einer solchen Gemeinde gegenüber der Außenwelt spricht. Schon allein, dass man davon ausgehen kann und muss, dass andere Gruppen nicht denselben isolationistischen und friedlichen Prinzipien folgen. Eine gewisse Offenheit ist in der Regel schon deshalb unvermeidbar notwendig, weil man zumindest ein klares Bild davon haben muss, welche der angrenzenden Gemeinden potenziell expandieren will und weil man aus reinem Selbstschutz mit der technologischen Entwicklung Schritt halten muss. Die linke Offenheit und der Wunsch nach totaler Öffnung ist eine direkte Konsequenz aus dem Streben nach totaler Einigkeit und Solidarität. Und das Bild, das sie in der Regel zeichnen, ob nun zynisch oder tatsächlich glaubend, dass es so sein kann, einer geeinten Welt, der Brüderlichkeit und der Gemeinsamkeit, ist intuitiv etwas, das sich gut anhört und noch besser anfühlt. Selbst das vielfach von Konservativen genutzte Pendant der gemütlichen und vertrauten Heimat kann mit der emotionalen Schlagkraft dieses globalen Kollektivs nicht wirklich mithalten. Vor allem, weil das Konzept der zu schützenden Heimat natürlich immer noch impliziert, dass es eine potenziell feindliche Außenwelt gibt, die zudem zwangsläufig um ein Vielfaches größer und natürlich gefährlicher sein muss. Während die viel utopischere und grandiosere linke Vision der einen und geeinten Welt jeden Konflikt scheinbar überflüssig macht und zumindest theoretisch in Wohlgefallen auflöst. Das Problem ist natürlich, dass auch die Umsetzung der schönsten und anmutigsten Visionen irgendwo in der schmutzigen Realität starten muss. Eine derart utopische Zukunft verlangt schon fast zwangsläufig einen Start bei beinahe Null, also einem leeren Blatt Papier. Und so ein leeres Blatt Papier erschafft man natürlich nicht einfach nur durch Reden oder Überzeugung. Wer seine Vision dagegen auf der Vergangenheit aufbaut, hat zwangsläufig klare Beschränkungen. Natürlich kann er die Stimmen der Vergangenheit bis zu einem gewissen Grad filtern und Lektionen verzerren oder ignorieren, aber letzten Endes gibt es gewisse tragende Wände, die er nicht einfach einreißen kann, ohne alles zu Fall zu bringen, was er darauf aufbauen wollte. Wer seine Vision dagegen in der Zukunft platziert, hat praktisch keine Beschränkungen außerhalb seiner eigenen Vorstellungskraft. Er kann historische Lektionen vollständig ignorieren, er kann Widersprüche übersehen, er kann sogar die menschliche Natur selbst umschreiben. Um das Thema Persönlichkeit abzuschließen, die sehr grobe Einteilung in rechte und linke Persönlichkeitstypen ist natürlich eine extreme Vereinfachung. Ich verwende dieses simplifizierte Bild hauptsächlich um Zeit zu sparen, aber auch um zwei entscheidende Punkte wirklich klar zu machen. Erstens, wir reden bei links sowie rechts meiner Ansicht nach nicht von Sozialisierung oder Anpassung an die Familie, sondern von teils angeborenen, genetisch verankerten Eigenschaften und Perspektiven. Zweitens, daraus folgt, dass selbst in einer zutiefst religiösen, konservativen Gesellschaft, in der alle gesellschaftlichen Drucke nur in eine Richtung gehen, trotzdem immer wieder linke Persönlichkeiten auftauchen werden. Und Gleiches gilt natürlich auch im umgekehrten Szenario. Wer also auf beiden Seiten des Spektrums an den glorreichen Tag glaubt, an dem der Gegner sich endlich nach langem Kampf auflöst und die eigene Seite die absolute Mehrheit stellt, der sollte seine Hoffnung lieber gleich begraben. Dieses oberflächlich scheinende politische Tauziehen wird niemals wirklich enden. Dafür ist es zu tief in unserer Genetik verankert. An dieser Stelle möchte ich noch auf einen scheinbaren Widerspruch hinweisen, der aber in Wahrheit keiner sein muss. Von linker Seite wird oft hervorgehoben, dass Rechte gerne und ausgiebig Freiheiten fordern und sich heutzutage generell eher libertär präsentieren. Gleichzeitig aber scheinbar restriktive und traditionalistische Lebensmodelle durchsetzen wollen. Wie also lässt sich dieser doch ziemlich deutliche Widerspruch auflösen? Am besten und am schnellsten lässt sich das Ganze wie immer an ein paar Beispielen erklären. Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare zum Beispiel. Sollte mich jemand direkt fragen, ob ich gleichgeschlechtliche Elternpaare und traditionelle Elternpaare für absolut gleichwertig halte, was die Erziehung angeht, würde ich sagen, nein. Vorausgesetzt natürlich, wir reden über ein Szenario, in dem beide Paare in geordneten Verhältnissen leben, in dem beide vergleichbar viel Zeit zur Verfügung haben und in dem bei beiden kein Zeichen von potenziellem Missbrauch vorliegt.
Die geschlechtsspezifische Vorbildfunktion, die ein Vater für seinen Sohn hat, und die Beispielwirkung, die seine Mutter einbringt, sind nicht so leicht zu ersetzen. Und Gleiches gilt natürlich auch umgekehrt im Falle einer Tochter. Die sehr spezifische Art des manchmal sehr ruppig wirkenden Umgangs zwischen Vater und Sohn, zum Beispiel, sind für Mütter und Frauen generell nur schwer zu durchschauen und fast unmöglich zu replizieren. Ein Tischtennismatch zum Beispiel, das mit der Mutter nur ein spaßiger und nicht sonderlich ernstzunehmender Zeitvertreib ist, mutiert zu etwas völlig anderem, wenn es gegen den Vater geht. Aber um auf das gleichgeschlechtliche Ehepaar zurückzukommen, ich würde sagen, ein Kind, das aus einem kaputten Haushalt kommt oder eines, das gar keine Eltern hat, kann sich natürlich glücklich schätzen, von einem gleichgeschlechtlichen Paar adoptiert worden zu sein. Reden wir aber über einen direkten Vergleich zwischen traditionellem und gleichgeschlechtlichem Paar, vorausgesetzt alle genannten Punkte sind einigermaßen vergleichbar, würde ich dem Traditionellen grundsätzlich immer den Vorzug geben. Was allerdings eben nicht bedeutet, dass ich die Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare grundsätzlich und generell verbieten würde. Ich würde natürlich gewisse Bedingungen daran knüpfen, aber die Möglichkeit einer solchen Adoption sollte immer noch gegeben sein, aus den genannten Gründen. Das ist keine absolut strikt libertäre Position, die in der Hinsicht eine absolute Nichteinmischung des Staates fordern würde, aber es ist deutlich freier, als die meisten einem eher traditionell denkenden Rechten zutrauen würden. Und, so vermute ich mal, auch ziemlich nah an der Mehrheitsmeinung. Also eigentlich wie bei so vielem nicht mal unbedingt strikt rechts, sondern ziemlich punktgenau in der Mitte der Gesellschaft. Ein anderes Beispiel wäre die Drogenpolitik. Man kann ohne weiteres übermäßigen Konsum ablehnen, sich dafür einsetzen, dass andere nicht im bodenlosen Sumpf von Beschaffung und Konsum versinken und sich gleichzeitig trotzdem für die Legalisierung gewisser Substanzen aussprechen. Ich würde niemandem empfehlen, selbst harmlosere Substanzen wie THC dauerhaft zu konsumieren, aber ich würde mich auch nicht sehr wohl dabei fühlen, mir anzumaßen, Staatsgewalt einzusetzen, um das Ganze zu verbieten. Dass man es ablehnt, dem Staatsapparat weitere Kontrollinstrumente zu geben, heißt im Umkehrschluss nicht, dass man diesen Fragen gegenüber komplett neutral bleiben muss. Und es bedeutet vor allem mitnichten, dass man untätig bleiben muss. Man muss sich allerdings die Mühe machen, über das tyrannische Mittel des reinen Verbots hinauszudenken. So, jetzt erstmal zum banalen und irgendwie auch überflüssigen Teil des Videos. Wir kommen zu der Frage, sind Rechte fremdenfeindlich? Für die überwältigende Mehrheit lautet die kurze und klare Antwort natürlich nein. Das Wort Fremdenfeindlichkeit impliziert einen irrationalen, primitiven Hass auf alles Fremdartige. Die winzige Minderheit, auf die diese Zustandsbeschreibung tatsächlich zutrifft, ist bereits derart marginalisiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt, dass sie bestenfalls für ihre unmittelbare Umgebung und sich selbst eine Gefahr darstellen. Für die allermeisten jedoch ist diese Kategorisierung unhaltbar. Und das lässt sich recht einfach am Vergleich zwischen unterschiedlichen Gruppen von Fremden festmachen. Es wird zum Beispiel gerne behauptet, dass abweichendes Aussehen, Sprache und womöglich sogar Essgewohnheiten von Muslimen der Grund für eine gewisse Skepsis dieser Gruppe gegenüber sind. Hätten wir nun also eine Gruppe, bei der all diese Oberflächlichkeiten noch auffälliger hervortreten, wäre doch eigentlich zu erwarten, dass die Ablehnung dort noch stärker ausfällt. Zu diesem Punkt als kleines Experiment versucht doch mal kritische oder gar feindliche Kommentare, Artikel und Diskussionen in Bezug auf Sikhs zu finden. Sikhs, die ihrem Erscheinungsbild nach kaum exotischer und fremdartiger sein könnten, werden praktisch überall in der westlichen Welt als relativ angenehm und gut integriert wahrgenommen. Weil Integration eben nicht identisch ist mit Assimilation, stellt deren Fremdartigkeit für die allermeisten nicht das geringste Problem dar. Sie sind kompatibel in den Bereichen, auf die es ankommt. Ihre Kriminalitätsrate liegt unter dem Durchschnitt der Einheimischen und ihre Wertschöpfung in der Regel weit über dem Durchschnitt. Sie sind in vielerlei Hinsicht eine tatsächliche Bereicherung. Nun mag der eine oder andere vielleicht einwenden, dass die Sikh eine verschwindend kleine Gruppe sind und nur deshalb so wenig Feindseligkeit auf sich ziehen. Dem würde ich das Beispiel des Antisemitismus entgegensetzen, der ohne jeden Zweifel zeigt, dass es für diese Art der Ablehnung keiner großen Zahl bedarf. Davon abgesehen könnten wir auch die ostasiatischen Minderheiten im Land als Beispiel nehmen. Diese machen einen beachtlichen Teil der Menschen mit Migrationshintergrund aus, sind äußerlich ebenfalls ziemlich fremd und fallen dennoch vor allem durch Unauffälligkeit auf. Soll heißen, es gibt so wenige Reibungspunkte mit Bio-Deutschen, dass sich kaum negative Schlagzeilen finden lassen.
Und ähnlich wie im Fall der Sikh liegt das mitnichten daran, dass diese Gruppe perfekt assimiliert wurde. Viele asiatischstämmige Communities könnte man mit Recht als Parallelgesellschaften bezeichnen. Es gibt nun mal einen klaren Unterschied zwischen kompatiblen und inkompatiblen Parallelgesellschaften. Es gibt eine Frage, die uns allen wahrscheinlich wie keine andere auf der Seele brennt. Wer ist eigentlich der allerrechteste? Denn, seien wir ehrlich, letzten Endes denken wir ja nicht unbedingt immer in Kategorien wie politische Programme oder Selbstverantwortung im Kontrast zu Solidarität. Wenn wir in politischen Kategorien denken, dann denken wir doch zunächst an Gesichter, an Persönlichkeiten, an die allgemein akzeptierten Vertreter einer bestimmten politischen Weltsicht. Zum Abschluss des Videos habe ich daher hier noch eine grobe, relativ subjektive Einschätzung, welche historischen Charaktere man als maximal rechts einordnen sollte und wer dementsprechend der rechteste aller Rechten ist. Und um den unvermeidlichen und unausweichlichen österreichischen Postkartenmaler gleich mal vorwegzunehmen, seine Einordnung ist überraschend schwierig. Wenn man sich nur ein wenig mit den Inhalten seiner eigenen Partei und denen seiner eigenen Reden auseinandersetzt, stellt man sehr schnell fest, dass man es mit einem undurchschaubaren Gestrüpp an politischen Versatzstücken zu tun hat. Wild zusammengewürfelt aus sowohl linken als auch rechten Programmen. Es macht fast den Eindruck, als hätte man versucht, alles für jeden zu sein. Das erklärt wohl auch den Erfolg, den er selbst bei eigentlich moderaten Wählern erzielen konnte. Was sich bei ihm kaum findet, sind Bekenntnisse zur Monarchie oder darüber hinaus zum Glauben. Und das wird später noch relevant werden. Aber nun zu der eigentlichen Frage, wer ist denn nun der Rechteste? Und um das nochmal zu betonen, wir reden hier spezifisch vom autoritären Teil des rechten Spektrums. Ich habe relativ lange über die Frage nachgedacht und bin bei einer Handvoll Persönlichkeiten gelandet, die in Frage kommen. Wenn wir über die Gegenwart reden, wäre Kim Jong-un zum Beispiel keine schlechte Antwort. Obwohl es noch reichlich andere Autokraten auf der Welt gibt, erfüllen die meisten nicht wirklich die Kriterien, die meiner Ansicht nach entscheidend sind. Xi Jinping zum Beispiel ist kein absoluter Diktator, er ist lediglich der Anführer einer der 3 Fraktionen im Machtapparat der Kommunistischen Partei Chinas. Und seine Position ist keineswegs absolut sicher. Er wird auch nicht als eingesetzter Vertreter einer göttlichen Macht verstanden, obwohl er es gerne hätte. Und seine Nachkommen werden nicht automatisch seine Machtposition erben. Und damit hätten wir auch schon eine kurze Aufzählung einiger Kriterien. All diese Kriterien erfüllt Kim seinerseits. Und obwohl das Regime seines Großvaters als mehr oder weniger kommunistisches Experiment begonnen hat, hat es sich doch recht schnell in eine klassische, göttlich legitimierte, absolutistische Monarchie gewandelt. Und an der Stelle muss man auch hervorheben, dass Stalin zum Beispiel sich nicht qualifizieren würde, denn was entscheidend ist, ist die göttliche pseudo-religiöse Legitimation, die sich dann entsprechend auch auf die gesamte Familie erstreckt. Und daher muss man sagen, dass andere russische Herrscher, namentlich die Zaren, sehr wohl in dieses Schema passen. Absolutistische Macht, von Gott persönlich eingesetzt und die Position wird an die Nachkommen vererbt. Der Sultan oder die Sultane des Osmanischen Reichs, sagen wir Mehmed II., wären ebenfalls ein treffendes Beispiel. Selbst die Kalifen der verschiedenen islamischen Dynastien passen gut ins Profil, da der Titel recht früh erblich gemacht wurde. Und wenn wir gerade in der Ecke sind, kommen wir natürlich zu den Ayatollahs, wie zum Beispiel Khomeini. Allerdings erfüllen selbige zwar einige Kriterien, aber nicht alle. So ist ihre Macht zum Beispiel nicht absolut und auch nicht erblich. Eine Kombination von Monarch und Hohepriester mit maximaler Zentralisierung von Wirtschaft und Verwaltung wäre demnach die ultimative autoritäre rechte Persönlichkeit. Am besten sehe ich das verkörpert in den mesopotamischen Priesterkönigen des Altertums und zum Beispiel den ägyptischen Pharaonen. Also um es für den eher autoritären Teil des rechten Spektrums nochmal zusammenzufassen, der entscheidende Aspekt ist für mich die Monarchie, aber nicht allein die Monarchie an sich, sondern die spezifisch göttlich legitimierte Monarchie. In unseren Breiten natürlich hauptsächlich christlich legitimiert. Wenn wir über die nicht allzu ferne Vergangenheit reden, ist Wilhelm II natürlich ganz vorne mit dabei und natürlich auch, wenn auch in gewisser Weise moderater, Bismarck. Und in diesem Kontext noch ein kleiner Nebenkommentar. Ihr kennt doch sicher das berühmte Bild von dem besagten österreichischen Postkartenmaler, dem gerade symbolisch die Macht übergeben wird vom Reichspräsidenten Hindenburg. Auf dem Foto steht Hindenburg ja bekanntlich rechts vom Postkartenmaler und das ist ironischerweise auch genau da, wo er politisch stehen würde in Relation. Denn eigentlich im Kern war er überzeugter Monarchist und hat die Demokratie nur akzeptiert als Realität, die er hinnehmen musste.
Aber dementsprechend als eigentlich waschechter Monarchist, so ähnlich wie sein Kumpel Ludendorff, steht er nicht nur optisch, sondern auch politisch ganz klar rechts vom Österreicher. Nun fehlt hier natürlich noch der libertäre, / eher bürgerliche Teil des rechten Spektrums, aber darum soll es heute nicht gehen. Hier ging es jetzt explizit um den autoritären Teil. Also bitte nicht glauben, ich bin kein Monarchist und deshalb bin ich nicht rechts. So sollte man das nicht verstehen. Um an der Stelle zum abschließenden Abschluss nochmal die Intentionen des Videos zusammenzufassen. Für die meisten, die in der Materie drinstecken und an der politischen Diskussion aktiv teilnehmen, wird sich hier nur wenig Neues finden. Das Video ist für diejenigen vermutlich eher eine Ansammlung von Banalitäten und Selbstverständlichkeiten. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass auch Selbstverständlichkeiten gelegentlich klar ausgesprochen werden müssen, um den eigenen Standort besser abschätzen zu können und die eigene Argumentation zu schärfen. Hauptzielgruppe des Ganzen sind für mich Moderate, vielleicht sogar bis Hartlinke, da war ich ja schließlich auch mal, politisch Desinteressierte und womöglich auch gewisse moderat-Konservative, die normalerweise das Label rechts unter allen Umständen meiden wollen. Und es ist schlicht und ergreifend für mich selbst, wenn ich mal wieder in die Situation komme, dass jemand mich fragt, bist du rechts? Und ich sage ja, aber habe in dem Moment keine Lust, bei Adam und Eva anzufangen und zu erklären, was ich damit meine, sondern kann einfach einen Link schicken und sagen, hier, das meine ich damit. Und vielleicht im Idealfall kann dieses Video ja auch für andere eben genau diesen Sinn erfüllen. Und übrigens, selbst wenn man dem gesamten rechten Spektrum gegenüber feindlich eingestellt ist, schadet es trotzdem nicht, den Gegner besser zu verstehen. Also bitte, für jeden was dabei. Tschüssi! Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin übrigens ein Kämpfer für Gerechtigkeit, für das Gute, für das Licht, gegen die Dunkelheit. Und ihr könnt mir dabei helfen. Ihr könnt mir dabei helfen, ein kleines Stück Dunkelheit aus dieser Welt zu entfernen. Dafür müsst ihr einfach nur nach unten scrollen und hier, genau da, draufklicken. Damit könnt ihr dann mit Stolz sagen, ich habe ein kleines bisschen Dunkelheit aus dieser Welt entfernt. Das ist doch was, oder? Okay.